Wir sind Zoe und Merlin, wir sind zwei selbstständige Filmemacher und unser aktuelles Projekt ist es, diesen Sprinter zu unserem neuen Zuhause auszubauen. Letzte Woche hatten wir nicht so viel Glück mit dem Wetter, da hat es die ganze Zeit geregnet und das haben wir genutzt, um alles rauszureißen, die Wände und die Zwischentrennwand und die Sitzbank und alles, was wir da drin nicht haben wollten. Und jetzt nutzen wir das bisschen bessere und bisschen wärmere Wetter, um die ganzen Roststellen zu behandeln, die wir hier hinten drin haben, damit wir jetzt demnächst wirklich anfangen können mit dem Umbau. Um den Rost richtig behandeln zu können, nutzen wir hier diese Drahtbürste auf dem Akkuschrauber und schleifen die Stellen so richtig ab, damit da das blanke Metall durchkommt. Das Abschleifen machen wir nur an den Stellen, wo der Rost so richtig abbröckelt. An manchen Stellen sind einfach nur so kleine Fleckchen, die werden wir einfach nur kurz reinigen und dann mit Rostumwandler behandeln. Diese Ecke hier ist bis jetzt die schlimmste Roststelle, die wir haben. Wir haben eigentlich echt Glück gehabt, weil das sind halt vor allem hier am Radkasten diese Stellen. Ansonsten haben wir überall nur so kleine Stellen. Hier sind überall mal wieder so kleine Rostflecken. Die sind aber echt nicht so schlimm. Und auch das hier ist nicht so richtig durchgerostet. Das ist nur so ein bisschen unterm Lack. Zwar super dreckig, aber zum Glück nicht gerostet. Ich habe gerade mit einem Alkoholreiniger die ganzen rostigen Flecken hier außen sauber gemacht und jetzt gehe ich hier überall mit unserem Rostumwandler drüber. Und das muss jetzt 3 Stunden einziehen und dann sollte der Rost weg sein. Hier sieht man jetzt schon, dass das direkt schwarz wird, und zwar ist nämlich dieser Sinn von dem Rostumwandler, dass er den Rost in eine Eisenverbindung umwandelt, die dann nicht mehr weiter rosten kann. Und das dauert ungefähr 3 Stunden, bis das komplett fertig ist, aber man sieht es ja schon ziemlich gut, wie das dann später aussieht. Jetzt schauen wir uns mal an, wie es auf dem Dach oben aussieht. Hier auf dem Dach ist doch ein bisschen mehr Rost, als wir gedacht haben, aber nicht mehr lange. Während der Rostumwandler jetzt trocknen muss, nutzen wir die Zeit und schauen mal unter die seitliche Plastikverkleidung, wie das da mit Rost aussieht. So, das sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Hier ist jetzt überhaupt kein Rost dahinter und das ist eigentlich so eine typische Stelle für Rost. Das ist auf jeden Fall sehr gut. 3 Stunden sind jetzt um und der Rostumwandler ist getrocknet. Und wir mussten jetzt mal kurz überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Irgendwie ist das im Internet auch gar nicht so gut zu finden. Wir haben uns jetzt aber gedacht, weil so viel von diesem Rostumwandler auf dem Lack noch ist, wo der eigentlich gar nicht hingehört, dass wir jetzt alles, was da noch übrig geblieben ist, erstmal wegwischen mit Wasser und danach die Grundierung drauf machen. Hoffentlich ist das richtig so. Mal schauen, wie das funktioniert. Ich habe es auch noch nie gemacht. Unmittelbar vor dem Lackieren roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen und auf Stift in Dosenboden aufsetzen. Roten Auslöseknopf mit Handballen bis zum Anschlag drücken. Dose 2 Minuten gründlich schütteln.
vorbesprühen. 2K Primer in 2 bis 3 Spritzgängen mit ca. 5 Minuten Zwischenablaufzeit mit rund 70 Mikrometer Schichtdicke aufsprühen. Wir sind wieder da, es ist mittlerweile Sonntag. Wir wollten eigentlich am Mittwoch die komplette Aktion fertig machen, sind aber leider nur so weit gekommen, dass wir den Rostumwandler aufgetragen haben, die Grundierung drüber gemacht haben und dann wurde es auch schon dunkel. Wir waren jetzt die letzten Tage in Berlin auf einem Job und haben auch unser Auto in dem Zuge auf die erste große Fahrt mitgenommen, was super geklappt hat. Aber wir wollen jetzt heute dieses ganze Thema mal final abschließen. Deswegen geht es heute daran, den Lack aufzutragen und als zweites dann noch alles mit unserem Klarlack zu versiegeln. Wenn wir uns nicht ganz sicher waren, welche Lackfarbe wir hier tatsächlich haben wir uns im Lackgeschäft einfach die gängigste Farbe für den Sprinter geholt und ich teste das jetzt einmal hier drin, ob die Farbe wirklich stimmt und dann gehen wir raus und sprühen die ganzen Stellen über. Die Farbe sieht ziemlich gut aus. Ich denke mal, dass das genau die richtige ist. Ich würde jetzt gerne unser ganzes Auto damit lackieren, weil die Stelle sieht jetzt echt richtig gut aus. Wichtig ist beim Lackieren, dass man die Farbe gleichmäßig aufträgt, weil sonst kriegt man dann nämlich so Stellen, wo das wieder runterläuft und um das zu vermeiden, drücke ich immer drauf und ziehe das dann ganz schnell drüber und lasse los, bevor ich wieder weggehe, damit da eben nicht so eine Stelle entsteht, wo das dann länger drauf gesprüht wird. Also wir haben jetzt gerade mal ein bisschen überlegt, ob wir alles drin mit dem Lack einsprühen wollen oder nicht, weil wir haben nur eine Dose gekauft und eigentlich ist es, glaube ich, unnötig, die Grundierung zu übersprühen an den Stellen, wo wir eh was drüber bauen. Wir sind uns aber nicht 100% sicher, ob die genauso gut funktioniert, wenn sie nicht noch überlackiert wurde. Aber wir haben jetzt eh keinen Lack mehr, deswegen muss es jetzt so funktionieren. Wir haben es geschafft. Wir haben jetzt alle Stellen, die wir mit Rostumwandler behandelt haben, außen überlackiert. Und auch hier innen haben wir die Stellen, wo blankes Metall war, einfach nochmal mit Lack bearbeitet, dass das auch wieder verschlossen ist. Das Einzige, was wir jetzt nochmal machen müssen, ist auf die Stellen außen mit Klarlack drüber zu gehen, aber das geht ja dann schnell. Außerdem haben wir es geschafft, hier auch noch alle Löcher im Boden zu stopfen. Durch die Rückwand und durch die Sitzbank hatten wir viele sehr kleine Löcher. Die haben wir jetzt alle mit Silikon verschlossen, damit es da schön wasserdicht ist. Im hinteren Bereich hatten wir noch ein ziemlich großes Loch im Boden. Da war eine Zwangsbelüftung eingebaut, die haben wir letzte Woche rausgenommen. Und weil wir das Loch ziemlich schnell wieder verschließen wollten, haben wir einfach die Zwangsbelüftung an sich genommen und haben da die Lüftungsschlitze quasi rausgesägt und den Boden wieder dran geklebt, sodass wir da eine geschlossene Schale haben sozusagen, die wir einfach an die Stelle wieder eingesetzt haben und festgeklebt haben. Das war's dann auch wieder für die Woche. Wir haben es endlich geschafft, jetzt eine Basis zu schaffen, auf der wir richtig aufbauen können und wir freuen uns, dass es jetzt endlich mal richtig losging. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche mit, was machen wir nächste Woche? Fenster einbauen. Fingers crossed, dass das alles funktioniert. Ja. I'll take every moment that I have with you. Treat it with a heart wide open, like it's all I'm made to do.